Manchmal ist es gut, die Welt von oben zu beobachten und den Lärm der Stadt, der endlose Fluss von Fahrzeugen, den Staub und den Rauch für eine kurze Zeit zu vergessen. Der Wald und diese Sportart sind Bestandteile meines Lebens. Seit meiner Kindheit komme ich hierher, so kenne ich fast jeden Baum. Ich kann beobachten, wie sich die Natur in jeder Jahreszeit verändert. Einmal ruht sie und dann wird sie wieder lebendig. Aber ich sehe auch die Bedrohung. Der Wald widerspiegelt, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist und sich nicht mehr aufhalten lässt. Wenn man sich Zeit nimmt, langsam fährt und sich umschaut, kann man die Zerstörung der natürlichen Kostbarkeiten erkennen. Die immer schneller werdenden Prozesse, die anscheinend nicht aufzuhalten sind. Es ist unglaublich heiß, obwohl es schon Frühherbst ist. Vor ein paar Jahren war dies die Hochsaison, weil die Temperaturen so angenehm waren, aber jetzt, das Wetter ist unsicher. Der Klimawandel wird durch eine Kombination aus internen Schwankungen im Klimasystem, Atmosphäre, Land, Ozeane, Biosphäre und Oberflächenwasser, anders genannt Kryosphäre, Sonnenaktivität, Vulkanausbrüchen und anthropogenen Einflüssen gleichzeitig verursacht. Der Mensch verändert nicht nur die Struktur der Bodenvegetation, sondern beeinflusst auch das Klima, indem Aerosole und Treibhausgase freigesetzt werden, die einen Teil der Sonneneinstrahlung in die Atmosphäre zurückstoßen. Die Treibhausgasemissionen haben im Vergleich zu den Zeiten vor der industriellen Revolution erheblich zugenommen. Dies hat zu einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen um 1 Grad Celsius geführt, was die Hauptursache für den derzeitigen Klimawandel sei. Die Zahl der Hitzetage in Ungarn nimmt kontinuierlich zu. Die Sommer werden immer heißer und die Jahreszeiten verschwimmen oft. Lange Dürreperioden werden immer häufiger. Nicht nur im Winter, sondern auch im gesamten Zeitraum von Oktober bis März nimmt die Zahl der Frosttage ab. Doch warum ist das ein Problem? Die Zahl der verschiedenen Krankheitserreger und Insektenschädlinge wird durch die Kälte nicht verringert, aber die Spätfröste stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Vegetation dar. Aber das war früher der beste Teil der Strecke. Im Schatten staubte der Boden nie. Und jetzt? Soll Laci wirklich auf die Bremse treten, so dass ich jetzt den Staub schlucke? So az haver. Megállt egy kis egymenet. Kedvedért még a csapágyakat is karbonból fogják csinálni. Ez lesz az igazi szénmegkötés, mi? Nun ja. Anschnallen, ich komme. Aber zuerst ein Schluck Wasser. Hoffentlich reicht es bis Mittag. Vor ein paar Jahren gab es Wasser an der Quelle am Ende des Tals, jetzt nicht mehr. Der geringe Niederschlag füllt die Reservoirs nicht mehr auf. Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf den Wasserkreislauf. Die Verteilung der Niederschläge ändert sich, heftige Regen und Überschwemmungen treten nach Trockenperioden immer häufiger auf. Jetzt müssen wir entweder den Staub schlucken oder ein plötzlicher Regenguss verjagt uns und die halbe Strecke wird abgewaschen. Jetzt müssen wir tagelang durch den Schlamm warten. Und dann geht es wieder ans Schaufeln und an die Streckenkorrektur. Unter diesen Bedingungen reicht selbst eine 2-Liter-Beck nicht mehr aus. Man sagt, entweder du gewöhnst dich daran oder du fliehst. Die meisten Waldgesellschaften sind an die geografischen Bedingungen angepasst und bilden eine sogenannte zonale Struktur der Wälder. Mit zunehmender Höhe sinkt die Durchschnittstemperatur und die Luftfeuchtigkeit steigt, was im Wesentlichen bestimmt, welche Baumarten in welchen Zonen gedeihen. Es wird prognostiziert, dass sich diese beiden Parameter mit dem Klimawandel verändern werden. Nach der klimatischen Klassifikation der Wälder ist das Buchen- und Eichen-Hainbuchenklima für Berg- und Hügelgebiete, das Zerreichenklima für niedrigere Hügel und einige Tieflandgebiete bzw. das Waldsteppenklima für das Tiefebene typisch in Ungarn. Bei uns im ungarischen-österreichischen Grenzgebiet sind die Buchen, Eichen, Hainbuchen und Traubeneichen-Zerreichen-Klima verbreitet. Die Waldklimazonen verschieben sich infolge des Klimawandels. Laut wissenschaftlichen Prognosen werden die Buchenwälder in Ungarn zwischen 2041 und 2071 verschwinden, während die trockeneren Waldsteppen bis zu 80% der Fläche von Ungarn einnehmen werden. Als nachteilige Folge wird auch das Wachstum einzelner Baumarten zurückgehen und die Menge des nutzbaren Holzes wird geringer werden. Die Namen der Klimaklassen beziehen sich auf die vorherrschenden Baumarten. Hier in den Eichen-Hainbuchenwäldern ist die dominierende Art die Traubeneiche. Sowohl ihre Blätter als auch ihre Früchte sind unverwechselbar und leicht zu erkennen.
Ihre Rinde ist sehr feucht, ihr Holz ist hart und ein wertvoller Industrierohstoff. Ein typischer Wald ist auch der Buchenwald. Zwischen den glattrindigen, gerade stehenden Stämmen unter dem geschlossenen Kronendach ist der Unterwuchs spärlich. Buche und Traubeneiche sind in dem Gebiet heimisch. Beide Arten verfügen über eine genetische Vielfalt, die ihr Überleben sichert. Die Variabilität ihres genetischen Materials hilft ihnen beim Überleben. Weitere ungünstige klimatische Bedingungen werden jedoch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands und schließlich zum Verschwinden des Baumbestands führen. Andere Arten werden ihren Platz einnehmen. Hier sollte auch etwas gepflanzt werden, um den Schatten zu schaffen. Früher gab es hier noch Nadelwälder, aber sie sind gestorben. In so kurzer Zeit. Zuerst nur die Baumspitze, dann der ganze Baum. Es war alles mit Harz bedeckt. Fichte, Waldkiefer und Tannen sind hier wahrscheinlich heimisch, aber nur in sehr kleinen Flächen. In den letzten 150 Jahren wurden viele Nadelbäume gepflanzt, die heute das Landschaftsbild der Bergregion prägen. Aufgrund des Klimawandels ist in der Grenzregion in den trockenen, wärmeren Gebieten mit geringer Luftfeuchtigkeit mit einer allgemeinen Verschlechterung des Gesundheitszustands der Fichtenwälder zu rechnen. Der Borkenkäfer, insbesondere der Buchdrucker, verursacht in diesen ungemischten Beständen enorme Schäden, von denen seit den 1990er Jahren Tausende von Kubikmetern Holz betroffen sind. Ziel der Forstwirtschaft ist es, diese Lebensräume wieder zu natürlichen, artenreichen Wäldern zu wandeln, wie sie früher hier zu finden waren. Biodiversität ist die Vielfalt der Arten und des genetischen Materials, Gene, in einem Lebensraum. In Wirklichkeit ist sie die Summe der Milliarden einzelner lebenden Organismen auf der Erde und der Wechselwirkungen zwischen ihnen. Sie ist entscheidend für die Klimaregulierung, die Bodenfruchtbarkeit, den Wasserkreislauf und sogar für die Bestäubung. Heute erleben wir einen stetigen Rückgang der Biodiversität, dessen massive Folgen schon zu spüren sind. Die Hauptursachen sind der Verlust natürlicher Lebensräume, die intensive Landwirtschaft, die Umweltverschmutzung und vor allem der Klimawandel. Der Pro-Kopf-Verbrauch und die Abfallproduktion in den Industrieländern sind nicht mehr nur ein regionales, sondern ein globales Problem. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ist nicht nachhaltig. Seit 2015 sind in Europa 36 Arten als ausgestorben eingestuft worden und rund 60% der heimischen Baumarten sind bedroht. Ziel des Försters ist es, durch Waldwirtschaft Mischwälder mit einheimischen Arten zu schaffen und zu erhalten. Solche Gemeinschaften sind widerstandsfähiger gegen biotische und abiotische Schädlinge. Die Tendenz bei den abiotischen Schäden ist seit Beginn der Waldschadenserfassung seit den 1960er Jahren steigend. Zu den abiotischen Schäden, die mit Wasser und Niederschlag zusammenhängen, gehören Überschwemmungen, Binnenhochwasser, Dürreschäden, Frostschäden, Schneeschäden, Windbruch und Hagelschäden im Sommer. Starke Stürme verursachen Windwürfe oder Windbrüche. Auch Blitzeinschläge und menschliche Fahrlässigkeit können Brände unterschiedlicher Intensität verursachen, sowohl in den Bodenstreu als auch in den Baumkronen, insbesondere in Trockenperioden. Die Förster erfassen kontinuierlich den Gesundheitszustand der Waldbestände und überwachen das Auftreten, die räumliche Verteilung und die mögliche Ausbreitung bestimmter Schädlinge und Schäden. Die biotischen Schäden werden in der Regel von wirbellosen Tieren wie Käfern, Wanzen, Schildläusen, Schmetterlingen und Wespen verursacht. Die invasive Art, die sich den Klimawandel zunutze macht, ist die Eichennetzwanze. Er saugt auf der Unterseite der Blätter entlang der Blattadern in Gruppen, das Laub vergilbt, die Blätter welken und fallen ab, der Baum wird geschwächt und stirbt im schlimmsten Fall ab. Sie verbreiten sich durch Wind und infizierte Pflänzlinge. Sie gelten als typische Mitfahrer, die lange Strecken auf der Oberfläche von Fahrzeugen zurücklegen. Wirbeltiere verursachen erhebliche Schäden durch das Verbiss von Trieben, Rindenschälen und Schäden durch Wühlen und Zertreten. Sowohl Bakterien
als auch Pilze befallen das Laub, die Rinde und die Wurzelsysteme. Die Waldschadenserhebung liefert den Förstern ein kontinuierliches Bild der Situation, damit anhand einer Prognose rechtzeitig die notwendigen Präventiv- und Kontrollmaßnahmen ergriffen werden können. Während der Industrialisierung um 1700 drohte die intensive Waldnutzung den Wert der Wälder zu zerstören. Die Regeneration nach dem Kahlschlag wurde oft durch Stockausschläge vollgezogen, was langfristig zur Verschlechterung des Waldbestandes führte. Der damals entstandene Beruf des Forstwirts bzw. die heutige moderne Forstwirtschaft basiert auf der Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und Werterhaltung. In den von den Forstwirten wiederhergestellten Wäldern wird für jeden gefällten Baum mindestens einer, vorzugsweise aber 3 oder 4 Setzlinge gepflanzt. Im Vergleich nach dem Trianon-Vertrag betrug die Waldfläche von Ungarn nur 11,8%. Jetzt sind es über 22%. Die Dreierfunktion der Wälder, Schutz, Erholung und Wirtschaft, die Bereitstellung von Industrierohstoffen waren gleichermaßen wichtig. Der Klimawandel stärkt jedoch die strategische Rolle der Wälder für die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt. Es ist zu hoffen, dass die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile der heute nachhaltig bewirtschafteten Wälder auch künftig Generationen zugutekommen werden. Bei der natürlichen Waldverjüngung werden neben den Hauptbaumarten auch seltenere Mischbaumarten gepflanzt. Die Widerstandsfähigkeit von Mischwäldern ist viel größer. Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Auswahl der zu pflanzenden Arten. Es ist sehr schwer vorherzusagen, welche Baumarten in einem veränderten Klima in 50 bis 100 Jahren überleben können. Die wissenschaftliche Erfassung dieses Themas ist heute ein wichtiger Schwerpunkt. Das Ziel der Forstwirtschaft ist es, eine räumlich vielfältige Bestandsstruktur zu schaffen, einen mehrschichtigen Wald, der sich auch positiv auf das Mikroklima auswirkt. Neben den traditionellen Methoden der natürlichen Waldverjüngung ist eine Bewirtschaftung, die eine kontinuierliche Waldgesellschaft sichert, die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. Ein Mischwald mit vielen Baumarten wird während seines gesamten Lebenszyklus eine kontinuierliche Bodenbedeckung beibehalten. Die Humusschicht nimmt zu und die Zersetzung organischer Stoffe verlangsamt sich, sodass die Kohlenstoffbindung auch effizienter wird. Es entstehen keine großen, zusammenhängenden Kahlschläge mehr und die Bäume werden widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Pilze und Insekten. Das Klima dieser Wälder ist ausgeglichen mit einer vielfältigen horizontalen und vertikalen Waldstruktur. Die Planterwaldwirtschaft oder die kleinräumige Holznutzung sowie der Schutz von Totholz und Altholz als wichtige Lebensräume tragen zur Erhaltung der Biodiversität bei. Der Artenreichtum des natürlichen Waldes, das Mikroklima und die produzierte Biomasse sind die Grundlage der menschlichen Existenz. Die Güter, die vielseitige und nachhaltige Nutzung von Holz im Wirtschaftskreislauf ist ein weiterer Schlüssel zur Kohlenstoffbindung. Die Menschheit hat seit ihrer Existenz auf der Erde einen schwierigen und kurvenreichen Weg zurückgelegt. Das vom Leistungsdruck diktierte gesteigerte Zeitgefühl hat unsere angeborene Fähigkeit, klar zu denken, verschlechtert. Um David Attenborough zu zitieren: Tatsache ist, dass keine Spezies jemals eine so umfassende Kontrolle über alles Lebendige oder Tote auf der Erde hatte, wie wir es jetzt haben. Das bürdet uns, ob wir es wollen oder nicht, eine ungeheure Verantwortung auf. In unseren Händen liegt jetzt nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern auch die aller anderen Lebewesen, mit denen wir die Erde teilen, weil wir schließlich die größten Problemlöser sind, die es je auf der Erde gegeben hat.